Welche Themen bewegen 2024? Leitzinsentwicklung, Rezession, Welthandel, Technologie und Gewinnentwicklung. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Am Anfang steht und stand die Frage, wann werden die Notenbanken die Leitzinsen senken? Diese Diskussion begleitet uns täglich und wird bald um das Wann, wie oft und wie viel erweitert werden. In den letzten Tagen waren die Vertreter der EZB besonders aktiv und auch bemüht, die Hoffnungen auf rasche Senkungen zu zerstreuen. Während Frau Lagarde auf Kern- und Dienstleistungsinflation verwies, sah unser österreichischer Vertreter Holzmann keinen Anpassungsbedarf für heuer. Auch die Rezession in Deutschland mit minus 0,1% kratzt kaum einen. Erst bei stärkeren Einbrüchen wird die Notenbank reagieren müssen. Wenn wir uns das Statement zum ZDW-Indikator für die Konjunkturerwartung durchlesen, dann ist erstens einmal der Indikator gestiegen. Zweitens, das hängt damit zusammen, dass mehr als die Hälfte der Befragten davon ausgehen, dass die ersten Zinssenkungen noch im ersten Halbjahr sein werden. Und drittens, die zuletzt gestiegene Inflation spielt ja kaum mehr eine Rolle. Die zweite Frage, die in jeder Diskussion aufgegriffen wird, ist Soft- oder Hard Landing. Abgekürzt gesagt, es wird schwache Wachstumszahlen geben, die nicht zu einer schweren Rezession führen. Während sich in vielen Ländern in Europa alles um den Kaufkraftverlust und die Inflation noch dreht, profitiert in Spanien der Einzelhandel bereits seit 2022. Das ist die orange ansteigende Linie. Was hat Spanien anders gemacht? Zum einen, die Energiepreisauswirkungen waren durch die Versorgung aus Nordafrika geringer. Zum anderen, die Inflationsindizes haben den Anstieg und den Fall der Energiepreise auf monatlicher Basis verarbeitet, während in Europa jährliche Anpassungen erfolgen, was aktuell zu höheren Inflationsraten gegenüber Spanien führt. Und bessere Kaufkraft und anziehender Tourismus nach der Pandemie brachten ganz einfach steigende Einzelhandelsumsätze. Was wird uns 2024 noch beschäftigen? Hand aufs Herz. Wer von euch hat sich schon einmal mit den Wahlen in Taiwan beschäftigt? 107 Wahlgänge in über 70 Ländern sind am Tisch und die US-Vorwahlen begannen diese Woche. Am 5. November wird der amerikanische Präsident gewählt und die Europawahlen sind im Juni, nur um zwei hervorzuheben. Viel stärker sind aktuell die Auswirkungen bei den Handelsrouten. Die Houthi-Rebellen am Roten Meer und das Niedrigwasser im Panama-Kanal führen schon jetzt zu steigenden Frachtkosten bzw. längeren Lieferzeiten. Dringende Lieferungen werden von Shanghai nach Dubai und per Flugzeug weiter nach Europa geschickt oder an die Westküste der USA und per Flugzeug, Bahn oder Lkw Richtung Osten transportiert. Es geht nicht um Produktionsunterbrechungen, sondern um längere Lieferzeiten, wodurch zusätzliche Kosten entstehen, die in den meisten Fällen noch verkraftbar sind. Ein schneller Blick noch zu den Aktien. Technologieübernahmen, Neuemissionen werden mit sinkenden Leitzinsen ins Rampenlicht rücken. Für uns Europäer nach wie vor die fossile Unabhängigkeit. Dazu passt der aktuelle Füllstand der Gasspeicher, den ich euch mitgebracht habe. Die gute Nachricht zum Schluss: Ein Hamburger Windturbinenhersteller hat aus Schweden, Spanien, Deutschland und Schottland Aufträge über ein Volumen von rund 1,1 Gigawatt um den Jahreswechsel erhalten. Verglichen mit Österreich ist das rund ein Drittel unserer gesamten Windausbaukapazität von rund 3,5 Gigawatt. Das war's für heute. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Und von mir alles Gute und gesund bleiben. Euer Larry.